Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist jetzt einige Tage nach dem letzten Trackday am Nürburgring. Generell muss ich sagen, hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Das Auto hat gut mitgemacht, allerdings war es dann in den letzten Runden wieder so, dass tatsächlich wieder was kaputt gegangen ist. Aktuell weiß ich noch nicht, was kaputt ist. Ich habe eine Vermutung. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich am Nürburgring bin und mit dem Auto, das Auto halt nicht die komplette Rennlänge durchhält. Rennlänge bedeutet, nochmal als Erinnerung, bei den Events, wo ich teilnehme, fährt man immer 45 Minuten Stints. Bedeutet, es sind immer zwei Gruppen, zugelassene und nicht zugelassene Fahrzeuge. Und dann wechselt man sich eben ab und dann fährt man so, ich glaube, 4 Stints am Tag oder 4 Stints am Tag. Das heißt 4 mal 45 Minuten. Beim 4. Stint gegen Ende ist mir dann auf der Startzielgerade. Ich schneide mal ein Video davon rein. Jetzt habt ihr ja das Video gesehen und es ist schwer zu erkennen, weil es genau am Übergang von Ende einer Runde, Anfang der nächsten Runde ist. Deswegen, ich habe das ein bisschen gehighlightet, aber ja, wie gesagt, es bricht einfach die Drehzahl ein. Dann bin ich selber vom Gas gegangen und dann war so ein merkwürdiges Zwitschergeräusch da. Das Zwitschergeräusch ist noch immer. Ich habe jetzt eine Aufnahme gemacht, wo man es ein bisschen hört, je nachdem, wie viel Gas man gibt. Also je mehr Gas man gibt, desto größer wird das Zwitschergeräusch. Ich blende das jetzt mal ein. So, dann habt ihr das gehört und ich habe eine Vermutung und auch eine Hoffnung. Also ich hoffe, dass es am Auspuff irgendwas ist, entweder eine Undichtigkeit oder was gerissen. Denn das wäre das Einfachste und Günstigste. Das ist auch dann das Erste, was ich jetzt kontrolliere. Noch ist das Auto warm, ich habe es gerade in die Halle gefahren. Es muss jetzt noch ein bisschen abkühlen, dann hebe ich das hoch und dann schaue ich mal rein optisch. Denn ich bin ja über 200 Kilometer vom Nürburgring zurückgefahren mit diesem Geräusch. Und das heißt, wenn jetzt was undicht wäre, müsste man irgendwo Spuren unten am Auto sehen, wo eben heiße Luft ausgetreten ist, beziehungsweise auch Abgase dementsprechend. Das heißt, das ist das Erste, was ich jetzt heute kontrolliere. Ich hoffe, das ist es. Wenn es das nicht ist, dann ist das Nächste, was ich mir angucke, den Ölfilter. Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und dass es wirklich was am Auspuff ist. Ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, hat es sehr gut funktioniert. Ich habe dann auch mit der Zeit es geschafft, dieses Rubbeln, was ich an der Vorderachse habe, da blende ich euch auch noch mal ein Bild ein von dem Vorderreifen, wie sich immer die Flanke aufstellt an diesen Wasserablaufrinnen. Und da habe ich dann die Möglichkeit, beziehungsweise ich habe dann, als dieses Rubbeln wieder eingesetzt ist, das setzt immer ein, wenn ich so ein bisschen schneller fahre. Und dann habe ich einfach die Zähne zusammengebissen und bin stur weitergefahren. Und irgendwann ist es dann besser geworden. Sprich, der Reifen wurde dann so warm, dass sich diese kleinen Wülste abgefahren haben und dann ist richtig Grip entstanden und dann hat das auch richtig gut funktioniert. Das sind auch die Runden, wo ich immer schneller wurde. Da habe ich ja ein Video hochgeladen, wo ich wirklich praktisch mich immer wieder verbessert habe. Das war eben dann der Zustand, wo die Reifen angefangen haben, dass diese Flanken glatt werden und eben sich viel Grip aufbaut. Da wäre auf jeden Fall, sage ich mal, nochmal 3-4 Sekunden drin gewesen. Aber dann war eben das, wie gesagt, mit diesem Geräusch und der etwas geringeren Leistung. Also ein bisschen Leistung war dann auch weg. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Bin jetzt nächste Woche nochmal bei BMW wegen diesen Buchsen unten. Das war mir beim Federnwechseln aufgefallen, dass die eingerissen ist. Die werden dann getauscht. Ich hoffe, dass bis dahin ich selber eine Lösung habe für dieses Problem mit dem Geräusch hier, dass es nur was am Auspuff ist. Ansonsten wird es wahrscheinlich ein längerer Aufenthalt bei BMW. Drückt mir die Daumen, dass es nichts Katastrophales ist, aber das seht ihr ja gleich im Video, beziehungsweise wir zusammen, ich weiß es jetzt noch nicht. So, das Auto habe ich jetzt hochgebockt. Ich habe auch bereits schon mal drunter geschaut. Wie ihr sehen könnt, dort hinten ist auch schon diese Versteifungsplatte von unterhalb des Motors entfernt worden. Habe ich gemacht, um ein bisschen mehr in Richtung Turbolader gucken zu können. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, ich habe am Auspuff nichts finden können. Ja, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass leider nichts am Auspuff ist. Das wäre eigentlich mir am liebsten gewesen, wenn am Auspuff irgendwas gerissen oder sich gelöst hätte. Dem scheint aber nicht so zu sein. Ich blende euch jetzt mal eine Aufnahme ein von unter dem Auto. Da kann man ganz gut sehen, dass nirgends irgendwelche Abgasspuren sind, beziehungsweise alles dicht ist. Ich habe den Auspuff auch abgeklopft, da rappelt nichts. Also das wird wohl kein Auspuffproblem sein, sondern eher was in Richtung, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, hier haben wir jetzt einen Blick auf das Ende vom Krümmer, beziehungsweise das Ende vom Katalysator, was sich ja dann nachher hier in Richtung Abgasanlage verbindet. Wie gesagt, alles, sage ich mal, von Endschalldämpfer bis an diese Stelle habe ich jetzt geprüft. Da ist alles dicht. Ihr habt ja eben auch die Aufnahmen gesehen. Da sind keine Schmauchspuren oder sonst irgendwas zu erkennen. Auch die Schellen sind alle fest.
Bedeutet, ja, also entweder ist es jetzt irgendwas im Katalysator, dass sich vielleicht ein Stückchen vom Katalysator gelöst hat und das jetzt eben dann bei mehr Luftstrom anfängt zu vibrieren, sich zu bewegen, ich weiß es nicht. Oder aber es ist tatsächlich entweder einer oder beide Turbos betroffen und sobald die eben anfangen, ein bisschen Ladedruck zu erzeugen, schleift vielleicht das Turborad irgendwo am Gehäuse oder sowas oder es ist die Lagerung beschädigt worden. Ich weiß es nicht. Es ist auch ein sehr komisches Geräusch. Ich versuche das nochmal einzufangen und euch jetzt hier einzublenden. So, jetzt habt ihr nochmal dieses Geräusch gehört. Wie gesagt, sehr merkwürdig, wenn man das Auto ganz vorsichtig fährt. Also ich bin ja damit jetzt über 240 Kilometer gefahren, allerdings eben sehr piano und habe dann auf der Autobahn Kilometer für Kilometer sozusagen die Geschwindigkeit, also km/h pro km/h über den Tempomat die Geschwindigkeit erhöht und habe so vermieden, dass dieses Geräusch auftritt. Auch wenn man ganz sanft nur Gas gibt, kommt das Geräusch nicht. Das heißt, ich habe auch jetzt, wie gesagt, versucht zu vermeiden, dass dieses Geräusch entsteht. Was es jetzt genau ist, weiß ich noch nicht. Wenn jemand von euch eine Idee hat, was es sein könnte, sehr gerne in die Kommentare. Was ich jetzt mache, ich schaue mir einmal den Ölfilter an, ob dort katastrophal viel Späne drin sind und sozusagen dann schon relativ schnell klar wird, dass hier was kapital schief gegangen ist und ich praktisch Turbo, Motor und die ganze Ölversorgung erneuern muss. Da würde sich dann die Frage stellen, inwiefern das überhaupt Sinn macht. Aber wie gesagt, jetzt schaue ich erstmal in den Ölfilter rein. Das heißt, ich baue jetzt den Ölfilter aus, werde den aufschneiden und gucke dann mal, was sich da drin finden lässt. So, jetzt habt ihr eben gesehen, ich habe den Ölfilter ja geöffnet gehabt und Gott sei Dank, da sieht überhaupt nicht katastrophal aus. Da sind 3, 4 so kleinere Flakes drin. Das kann aber durchaus auch mal vorkommen. Da habe ich mit meinem Motorenbauer gesprochen. Das ist jetzt kein Indiz dafür oder ein Zeichen dafür, dass da etwas katastrophal schiefgegangen ist. Bedeutet, es bleibt eben jetzt diese Ungewissheit. Ist es irgendwas am Katalysator? Ist es irgendwas am Turbolader? Oder ist vielleicht sogar irgendwas am Riementrieb? Bedeutet irgendein Nebenaggregat, was bei höherer Drehzahl gegebenenfalls Geräusche macht, irgendeine Umlenkrolle oder vielleicht die Lichtmaschine, die Klimaanlage, was weiß ich. Sowas könnte es auch sein. Um ehrlich zu sein, glaube ich das aber nicht, dass es etwas an den Nebenaggregaten ist,
rein von dem, was ich hören kann, wenn ich diese Gasstöße gebe. Ich bin natürlich in dem Moment nicht genau unten am Auto und kann es nicht ganz so gut lokalisieren, weil ich ja mit den Gasstößen dann immer im Fahrzeug bin, beziehungsweise neben dem Fahrzeug. Nichtsdestotrotz hört sich das schon sehr stark danach an, als ob das irgendetwas im Dunstkreis der Katalysatoren, der Turbolader irgendwie in die Richtung, vermute ich jetzt einfach mal, dass dort, wie gesagt, entweder ein Katalysatorschaden vorliegt, ein Turboladerschaden oder vielleicht auch der Krümmer irgendwie undicht gerissen. Ich habe keine Ahnung. Es ist leider sehr eng und das Auto geht jetzt, es sind wieder ein paar Tage vergangen in dem Video. Für euch sieht das aus wie ein Tag, aber es sind halt mehrere Tage dazwischen, weil ich ja auch immer gucken muss, dass ich ein bisschen Zeit finde neben dem Arbeiten. Es ist jetzt einfach zu viel Aufwand für mich, hier alles zu demontieren. Ich habe aber so eine kleine Sonde und mit der schauen wir da jetzt einfach mal rein. Jetzt habe ich hier noch so ein Gerät, das ist so ein kleines Endoskop. Ich hoffe, das ist geladen. Ich habe jetzt schon mal eine Speicherkarte reingepackt. Jawohl, hier unten. Und jetzt schaue ich mal, genau, da hat man dann eben hier die Möglichkeit. Ihr seht das mit dem Display und dieser Kamera dann da eben, ja, so ein bisschen in Ecken reinzukommen, wo man sonst nicht hinkommt. Ich werde jetzt einmal von unten nochmal am Cut vorbei, so ein bisschen in Richtung Turbolader mir das anschauen. Ich werde das dabei aufnehmen und jetzt dann reinschneiden. Vielleicht kann ich irgendwas erkennen, doch irgendwas undicht oder so, vielleicht an der Downpipe oder Turboladerseitig, ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt erstmal nur nach Schmauchspuren. Morgen geht das Fahrzeug eh zu BMW. Wenn ich jetzt nichts finde, müssen die Jungs eben dort gucken. Wie gesagt, meine letzte Hoffnung ist jetzt, dass vielleicht irgendwas an den Downpipes ist oder so. Es kann natürlich auch ein Katalysatordefekt sein. Keine Ahnung. Wir schauen jetzt einfach mal, was ich hier mit dem Gerät rausfinde. So, jetzt gibt es ein paar Bilder. Die sind leider sehr wackelig und nicht so toll. Aber besser gibt das die Kamera leider nicht her, also diese kleine Kamera. Ich habe jetzt hier versucht, ein bisschen an dem Turboladergehäuse zu schauen. Und mir ist jetzt das aufgefallen. Ich habe das hier mal gehighlightet. Sieht aus wie zwei kleine Risse. Ansonsten konnte ich jetzt keine Undichtigkeiten oder irgendwas feststellen. Das Einzige, wie gesagt, was mir aufgefallen ist, ist also auch die Gestänge und so. Ich habe das, so gut ich konnte eben, habe ich versucht, das zu prüfen, beziehungsweise eben mir anzuschauen. Keine Schmauchspuren, ich habe auch keinen Ölaustritt oder sowas. Das sieht alles gut aus. Hier nochmal die Stelle, die mir aufgefallen ist. Kennt das jemand? Kann das reißen? Keine Ahnung. Schmauchspuren sind da nicht, aber komisch sieht es aus. Nee, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was finden. Ich werde jetzt unten die Verstrebungsplatte wieder anbauen. Ich fahre das Ding nach Hause, stelle das morgen zu BMW. Dann machen die das mit den Buchsen hinten an der Hinterachse und dabei sollen sie mal schauen, ob sie herausfinden, woher das Geräusch kommt. Wenn sie das Geräusch jetzt nicht lokalisieren können auf die Schnelle, werde ich das Auto erstmal wieder mitnehmen. Jetzt ist ja eh außerhalb der Saison und dann muss ich das halt alles da unten mal auseinanderbauen und mal ja, ohne Turbos das Ding starten und gucken, ob das Geräusch da ist, beziehungsweise wenn ich das ausgebaut habe, falls die das bei BMW nicht finden und ich das selber ausbauen muss, ob dann irgendwelche Beschädigungen am Turbo zu erkennen sind, beziehungsweise an den Katalysatoren. Mal gucken. Hier ist jetzt wichtig, dass ihr, also hier ist ja in Richtung Fahrzeugheck, und dort unten ist in Richtung Fahrzeugfront. Und unten müsst ihr das reinschieben in diese Halterung hier. Da müsst ihr das reinschieben und ansonsten liegt das oben auf. Aber das merkt ihr dann, wenn ihr das befestigen wollt. Ich mache die jetzt auch nur lose fest, damit ich das noch positionieren kann. Und dann setze ich die Schrauben an. Und erst wenn alles angesetzt ist, mache ich es fest. So, jetzt kommen die kleinen Schrauben. Die kleinen Schrauben mache ich jetzt mit einem Achter, mit einer Achternuss fest.
So, und die großen Schrauben, die mache ich mit einem 16er fest. Eine 16er Nuss. So, jetzt ist die Versteifungsplatte wieder eingebaut. Jetzt lasse ich das Fahrzeug wieder runter und dann ja, fahre ich das Ding nach Hause und morgen kommt es zum BMW. Mal gucken, was die finden. So, ja, ein bisschen unbefriedigend das Ganze jetzt. Ich konnte nicht herausfinden, woher dieses merkwürdige Geräusch kommt. In dem Video davor hatte ich es ja bereits erwähnt. Wenn jemand von euch eine Idee hat, was das für ein Geräusch sein könnte, ich blende jetzt nochmal das Geräusch ein. Am Anfang habt ihr das ja schon mal gehört, ich blende es jetzt nochmal ein. Schwierig zu definieren, das Geräusch. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen metallisch, aber ja, ich kann es schwer zuordnen. Wie gesagt, im ersten Moment dachte ich, undichter Auspuff, aber konnte jetzt zumindest dort, wo ich hinschauen konnte, nichts erkennen. Jetzt lasse ich den dicken mal ab. So, der ist abgelassen. Jetzt baue ich hier mal wieder alles ab, also sprich diese mobile Hebebühne weg. Dann fahre ich das Teil nach Hause, ja, lasse die Jungs von BMW drüber schauen und gebe euch dann in einem der kommenden Videos Bescheid, falls ich herausgefunden habe, was die Ursache ist und wie ich es dann löse, je nachdem, was die Ursache ist. Ich hoffe, es war trotzdem was Interessantes für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.